Damian Lillard hat sich zu einem der absolut elitären Scorer der NBA entwickelt, legt diese Saison starke 29 Punkte pro Spiel bei unfassbarer Effizienz auf. Wir schauen uns heute mal genauer an, wie er das macht, welche speziellen Moves und Tricks er nutzt, welche besonderen Skills ihm helfen, also allgemein, warum es so gut wie unmöglich geworden ist, den Superstar der Blazers zu stoppen. Starten wir mit seinem Shooting. Fast die Hälfte all seiner Würfe sind Dreier, er trifft diese zu knapp 40%. Dame gehört zu den besten Shootern der Liga und das nicht nur wegen Quote und Volumen. Er kann sich jederzeit den eigenen Wurf von Downtown kreieren. Lillard hat einen der schnellsten Releases der Liga, eine saubere Wurfform und einen relativ niedrigen Release Point. Seine Range ist quasi unbegrenzt, der Point Guard sollte nirgendwo im Halbfeld freigelassen werden und werfen dürfen. Die erste Sache, die auffällt, ist, wie schnell er den Ball in seiner Shooting Pocket hat. Schaut mal hier, Bradley ist direkt hinter ihm und kommt trotzdem zu spät. Dame macht sein letztes Dribbling, bringt die Hände schon in Position, bevor seine beiden Füße die endgültige Position erreicht haben. Sobald sie den Boden berühren, geht die Motion los, ohne jeden Zeitverlust. Lillard lässt sich sehr gerne zurückfallen, der Vorteil davon ist, dass der niedrige Release nicht zum Problem wird. Die nächste Sache ist seine unfassbare Körperkontrolle und Balance. Hier geht er aus vollem Lauf in den Stepback über, als wäre es das einfachste der Welt. Damian Lillard hat eine Reihe von Signature-Dreiern in seinem Arsenal und je nach Situation kann er diese beliebig auspacken. Starten wir mal mit dem, ich nenne ihn mal den Pound Shot. Er dribbelt in den Wurf rein, macht seinen Pound-Dribble, stoppt ab, der Ball ist sofort in seiner Shooting Pocket. Warum ist der so schwer zu verteidigen? Durch dieses schnelle letzte Dribbling rechnet der Defender oft nicht mit dem Wurf direkt danach, kommt dementsprechend nicht mehr rechtzeitig zum Contest hoch. Als nächstes sein gefürchteter Sidestep. Viele Spieler können dabei nur in Richtung der schwachen Hand gehen, in Dames Fall nach links. Der Point Guard hat allerdings keine Probleme, in Richtung seiner starken Hand, also den Schritt nach rechts zu gehen. Er stampft den linken Fuß in den Boden, macht den großen Sidestep nach rechts, zieht den linken wieder an und wirft. Weiter geht es mit dem Stepback Pull-Up Jumper, hier in 3 verschiedenen Variationen. Der erste ist der klassische, rechter Fuß in den Boden stampfen, zurückspringen und so genug Platz zwischen ihm und dem Defender schaffen. Bei Version 2 kommt seine Stärke und Physis mit ins Spiel, dort kreiert er sich den Abstand mit Körperkontakt, nämlich drückt er seine rechte Schulter in den Defender, prallt ab und macht den Schritt zurück. Eine weitere Möglichkeit ist mit dem linken Fuß vor, dem schnellen Abstoppen, einem weiteren Dribbling und dann dem Wurf. Schaut mal hier, er macht den Move, der Defender dreht seine Hüfte und das ist alles, worauf Dame gewartet hat. Er stoppt ab, macht den Schritt zurück, 100% kontrolliert. Damian Lillard ist ein brandgefährlicher Schütze aus dem Pick and Roll. Als Defender muss man immer über den Screen gehen und als Big Man muss man draußen sein und hatchen. Wenn nicht, wirft er ohne zu zögern. Portland stellt diese Ballscreens extra hoch, hier steht Baines zwar im 3-Punkte-Land und trotzdem zu tief. Da kann ich seine Frustration schon verstehen. Dame steht nicht zufällig, sondern gewollt dort oben, weil er von dort werfen kann, Defender ihn aber dort oft kaum bis gar nicht verteidigen. Ich meine, gebt euch mal diesen Ballscreen hier auf Höhe des freaking Logos, wodurch das ganze Feld auseinandergezogen wird und Dame unendlich viel Platz hat. Den 29-Jährigen im Pick and Roll zu verteidigen ist ein Albtraum, hier zum Beispiel die meisten Spieler würden hier neu aufbauen, den Verteidiger erneut attackieren. Nun, die meisten Spieler sind halt nicht Damian Lillard. Der Point Guard spielt in mehr als der Hälfte seiner Angriffe als Ballhändler im Pick and Roll und dominiert dabei alles und jeden. 1,14 Points per Possession ranken in der 96er Percentile, unglaublich bei diesem Volumen. Hier gegen Dallas, Ballscreen von Melo, Dallas switcht, Kleber kommt aber etwas zu spät. Im nächsten Angriff der gleiche Spot und jetzt wird Dames IQ deutlich. Hardaway rechnet nämlich mit dem erneuten Carmelo-Screen, schaut schon in dessen Richtung. Der Point Guard sieht das, zieht vorbei und finisht clever durch 2 Defender durch, indem er früh den Ball zeigt, um beide in die Luft zu bekommen, dann aber lange hängt und spät abschließt. Einer seiner Signature Moves im Pick and Roll ist ein In-and-Out-Dribble. Sein Defender muss über den Screen gehen und so hat er oft das direkte One-on-One gegen den Big.
Dieser ist quasi gezwungen rauszuhatchen, sein Momentum geht auf Dame zu. Mit diesem effektiven Move, egal ob über links oder rechts, kann er regelmäßig vorbeiziehen. Hier braucht der Big lange, um rauszukommen, und Dame holt das In-and-Out-Dribble raus, guckt aber gleichzeitig zum Korb und stoppt ab, als würde er gleich werfen. Lillard wechselt Tempo und Richtung von einem Augenblick zum anderen, hier zuerst mit dem lockeren Dribbling, bevor er explodiert. Er wechselt Speed, schaltet hier vom zweiten in den sechsten Gang und nutzt es so immer wieder aus, dass gegnerische Bigs am Perimeter massive Probleme gegen kleinere, schnellere und mobilere Spieler haben. Er versteht seine eigene Shooting Gravity, weiß wie er verteidigt wird und liest und manipuliert Defenses. Wie hier, wo er weiß, dass der Defender rausgehen wird, um einen freien Wurf zu verhindern und sofort die beiden Verteidiger splittet. Es gibt so viele Tricks, die man im Lehrbuch findet, und Dame kann sie alle. Sei es ein kleiner Headfake, mit dem er Lonzo Ball für eine Millisekunde einfriert, oder sei es das von Harden patentierte Einhaken beim Drive, sobald der Defender den Arm ausstreckt. Dame ist außerdem einer der besten Isolation-Player der NBA, rankt dort mit 1,08 Points per Possession in der 86er Percentile. Er gehört zu den elitären Ballhändlern, wird dort oft gerne mal vergessen, oft fallen Leute wie Curry oder Irving da zuerst ein. Lillard hat eine effektive Hesitation und er sucht auf dem Weg zum Korb den Kontakt mit dem Verteidiger. Footwork ist key, er macht viele kleine schnelle Schritte, wodurch es ihm leichter fällt, Richtung und Tempo schneller zu wechseln. Oder hier, wo er diesen kleinen, kaum sichtbaren Schritt mit links macht, der den Defender auf die falsche Fährte führt. Beim Drive macht er es sich zum Vorteil, meist kleiner als sein Defender zu sein, geht dort sehr tief runter. Betrachten wir abschließend noch sein Finishing. Hier schlägt er Nunn mit Leichtigkeit aus dem Dribbling und macht dann mit rechts den sogenannten Veer-Step quasi in den Laufweg des Defenders rein und sucht gleichzeitig den Kontakt. Warum macht er das? Damit eliminiert er den Shotblocker. Er bremst ihn aus und stößt sich von ihm ab, wodurch Nunn niemals eine Chance hat, den Korbleger zu blocken. Ähnlich hier, er schiebt sich vor den Verteidiger, zwischen ihm und dem Korb lässt ihn so überhaupt keine Chance. Hier zieht er gegen KP zum Korb, gathert den Ball und macht dann 2 große Schritte und kann finishen. Der Gather war perfekt getimed, darauf möchte ich aber gar nicht mal hinaus. Sondern darauf, hier, er zeigt den Ball, Porzingis springt, Dame legt ihn sich noch auf links und finisht mit dem Reverse Layer. Das macht er sehr gerne, von der anderen Seite finishen, um nicht geblockt zu werden. Nun 2 Sequenzen gegen einen der besten Shotblocker der Liga, und zwar gegen Rudy Gobert. Er attackiert den Korb, allerdings nicht auf dem geraden Weg, den Gobert antizipiert, sondern er macht noch 2 Extraschritte und kann einfach scoren. Spulen wir zurück. Gobert bereitet seinen Absprung für den Block vor, muss dann reagieren und ihr seht, er hat überhaupt keine Ahnung, wie er sich verhalten und das verteidigen soll. Der Move ist nicht spektakulär oder revolutionär, aber er überrascht den Rim Protector und zwingt diesen, anders zu verteidigen, als er es gewohnt ist. Das wird doch in der nächsten Sequenz deutlich. Wieder der Drive, wieder will Gobert vom linken Bein aus abspringen, wieder ist Lillard erfolgreich. Warum? Weil er hier abstoppt und nicht wie die meisten anderen mit vollem Tempo geht, nur um am Ende geblockt zu werden. Er fährt das Tempo runter, Gobert weiß nicht wirklich, wie er reagieren soll, und wieder gibt es 2 Punkte für Portland. Dame finisht bei seinen Drives über links gerne mit der rechten Hand, nicht wie normalerweise mit der linken. Auch das stellt Verteidiger vor Schwierigkeiten, da sie so etwas nicht gewohnt sind und der Winkel für den Block ein ganz anderer ist als bei Korblegern mit links. Dame absorbiert Kontakt wunderbar, beschützt hier den Ball auch gut gegen jemanden wie Anthony Davis. Das war mal mein Breakdown zu einem der besten Scorer der Liga, ich hoffe es hat euch gefallen. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!